Die Themen im Heute-Journal: die Ausweisung der Diplomaten, die Ölpest im Persischen Golf, der Tarifabschluss, was bleibt unterm Strich und nach den Ostermärschen, wie sieht ein Polizist die Demonstranten? Die amerikanische Raumfähre Challenger hat die wichtigste Aufgabe ihres Jungfernflugs erfüllt. So reibungslos wie im Trickfilm war es aber nicht, den bisher größten Nachrichtensatelliten auf die Erdumlaufbahn zu schicken. Die satelliteneigenen Brennkammern arbeiteten nicht störungsfrei. Der Satellit geriet ins Taumeln. Nur von der Erde aus konnten die Triebwerke abgesprengt werden. Vermutlich hat die $100 Millionen Nachrichtenstation deshalb auch nicht die Höhe erreicht, in der sie fest über dem gleichen Ort der Erdoberfläche stehen kann. Die Raumfähre hat funktioniert, nur der Satellit wollte nicht, wie er sollte. Von der ganzen Aufregung merkten die 3 Astronauten übrigens nichts. Sie schliefen zu der Zeit. Liebe Zuschauer, unser erster Beitrag kommt aus Paris. Mit dieser sowjetischen Verkehrsmaschine vom Typ Iljushin, die Sie hinter mir sehen, flogen heute Abend die ersten von 47 Sowjetbürgern nach Moskau zurück. Nicht aus Heimweh, sondern weil Frankreich sie ausgewiesen hat. Unter ihnen Diplomaten und Journalisten, ihnen wird Missbrauch ihres Status vorgeworfen und das heißt im Klartext Spionage. Die sowjetische Botschaft in Paris bestätigte die Ausweisung und nannte sie im Übrigen willkürlich und beispiellos. Paris habe die Folgen zu tragen. Ganz so beispiellos ist der Vorgang nicht. Vor 12 Jahren hatte die britische Regierung sogar 150 Sowjetbürger auf einen Schlag nach Hause geschickt, aus dem gleichen Grund. Dennoch sind wohl nicht nur die Franzosen überrascht davon, dass ihr sozialistischer Präsident und dass eine Regierung, in der ja auch Kommunisten sitzen, die Sowjetunion in dieser Form bloßstellen. Peter Scholl-Latour berichtet. Offiziell war die Ausweisung der 47 Russen in Paris noch gar nicht bekannt gegeben. Da drängte sich schon am frühen Morgen die Presse vor dem bunkerähnlichen Kolossalgebäude am Boulevard Lannes, das die sowjetische Botschaft beherbergt. Die Gendarmen, die dort Wache hielten, waren kaum zahlreicher als an anderen Tagen. Nach einigen Verhandlungen wurde das schwere Eisengitter geöffnet und im Vorbeigehen stellten die französischen Beobachter fest, dass die sowjetische Botschaft für die Frau eines jeden der Ausgewiesenen einen Blumenstrauß bestellt hatte. Eine seltsam galante Note in dieser düsteren Spionageaffäre. In einem Botschaftssalon wurde Wodka gereicht. Dann fand sich Botschaftssekretär Alexander Adverjew zu einer offiziellen Erklärung bereit. Keiner der Vorwürfe der französischen Behörden wegen Spionage und Untergrundtätigkeit sei begründet. Es handele sich offenbar um eine politische Absicht der französischen Regierung. Sur les relations entre la France et l'Union soviétique incombe donc à la partie française. Natürlich geht es nicht nur um Spionage, sondern es geht um die systematische Meinungsbeeinflussung, die Desinformation, in der der KGB offenbar Meister geworden ist. Auch in Frankreich ist die amerikanische Nachrüstung systematisch verteufelt, die sowjetische Nuklearbedrohung systematisch verharmlost worden. Und François Mitterrand hat mit diesem Schlag gegen die sowjetischen Agenten wohl eine Antwort erteilen wollen, jenen Ostermarschierer, die für Pazifismus und Neutralismus in Westeuropa unterwegs waren. Es kam eine andere, düstere Affäre hinzu. In diesem Sarg wurde im Februar der französische Abwehroffizier Bernard Nüt zu Grabe getragen. Er war von einem Doppelagenten des Ostblocks ermordet worden. Hier bei Beuil, nahe der italienischen Grenze, wurde der Leichnam des Oberstleutnants Nüt gefunden. Sein Mörder wurde seitdem angeblich in Ost-Berlin gesichtet. Der Verdacht scheint sich zu erhärten, dass die französischen Nachrichtendienste, die sich in diesem leeren Haus in den Alpes-Maritimes eingerichtet hatten, auf das Engste mit den Italienern zusammenarbeiteten und insbesondere jenen bulgarischen Agenten nachspürten, die man des Waffen- und Rauschgifthandels, ja des Attentates gegen den Papst beschuldigt. Die ausgewiesenen Russen haben in aller Eile ihre Koffer gepackt und wurden am frühen Nachmittag mit einer Aeroflot-Maschine nach Moskau ausgeflogen. Die Mitteilung ihrer Ausweisung war ihnen erst am heutigen Morgen zugestellt worden.
Der Schlag, den Staatspräsident Mitterrand geführt hat, richtet sich unmittelbar gegen die Person Juri Andropows, der 15 Jahre lang den KGB geleitet hatte und dessen Position im Kreml, so meint man in Paris, noch nicht voll konsolidiert sei. Dass Iran und Irak immer noch Krieg miteinander führen, ist schon fast in Vergessenheit geraten. Jetzt haben sie im Golfkrieg angeblich eine Feuerpause vereinbart wegen der Ölpest. Das verlautete bei der UNO in New York. Inzwischen meldete allerdings die Nachrichtenagentur AP, Iran sei durchaus nicht zu einer Waffenruhe bereit. Wie dem auch sei, seit irakische Flugzeuge Anfang Februar iranische Bohrinseln bombardiert haben, strömen Tag für Tag etwa 800.000 Liter Öl ins Meer. Ein riesiger Ölteppich wälzt sich durch den Persischen Golf. Der Wind treibt ihn mal in Richtung Iran, mal in Richtung auf die arabische Küste. Für die Golfstaaten bedeutet dies vor allem eine Gefährdung ihrer Trinkwasserversorgung. Gerd Helbig erläutert dies am Beispiel des Emirates Katar. Die Wanderdünen im Süden sind die einzigen landschaftlichen Reize des Landes. Wie die anderen Scheichtümer am Persischen Golf auch, so ist Katar eine von der Natur vernachlässigte Einöde. Mit etwa 10.000 Quadratkilometern ist das Emirat so groß wie der Libanon. Er besteht aus einer einzigen Steinwüste, in der nichts wächst, was Menschen zum Siedeln locken könnte. Die Tiere nagen an den wenigen zähen Sträuchern. Regen gibt es nur kurz im Winter, danach verbrennt die glühende Sonne alles. Katar besitzt fast kein natürliches Süßwasser. Durch seine Gas- und Ölvorkommen jedoch ist Katar das zweitreichste Land der Erde nach dem Pro-Kopf-Einkommen. Mit dem Geld wird viel gemacht. Landwirtschaft in der Wüste. Wie geometrisch geschnittene Inseln liegen die Farmen und Versuchsbetriebe in der Wüste. Ihre Erfolge sind erstaunlich, aber alles in Katar ist abhängig vom Süßwasser. Es ist kostbarer als Öl. Der Traum von der blühenden Hauptstadt Doha muss teuer erkauft werden. Alles Trinkwasser wird aus dem Meer gewonnen. Jeder Tropfen Schmutz oder Abwasser wird nach der Klärung weiterverwendet. Die moderne Meerwasserentsalzungsanlage von Said ist direkt mit dem Kraftwerk gekoppelt und arbeitet sehr energiebewusst mit dessen Abwärme. Wenn diese Anlage einmal fertig ist, soll sie täglich 100 Millionen Liter Trinkwasser aus dem Meer gewinnen. Die Voraussetzung dafür ist jedoch sauberes Meerwasser. Die Entsalzung des Meerwassers ist ein teures und technisch aufwendiges Unternehmen. Wenn der Ölteppich aus dem Iran die Anlage erreichen würde, hätte das verheerende Folgen. Überall in Katar trifft man auf die pilzförmigen Wassertürme, die typisch für die Golfregion sind. Sie und einige Wasserreservoirs könnten einen gewissen Vorrat speichern, aber der würde nicht lange reichen. Wassertransport über Land in den erforderlichen Mengen ist unmöglich. Katar stünde vor einer Katastrophe. Im alten Hafen von Doha liegen die Dhaus, die klassischen Fischerboote des Persischen Golfes, der sehr fischreich ist. Die Fischerei ist neben der Ölindustrie die einzige Erwerbsquelle Katars. Die Ölpest kann sie zerstören. Bei all dem sind die ungeheuren ökologischen Schäden dieser einst unberührten Region noch nicht einmal erwähnt. Dieser Katastrophe müssen sich die fortschrittsgläubigen Ölstaaten erst noch bewusst werden. Morgen wollen die Golfstaaten in Kuwait weiter über Schritte gegen die Ölpest beraten. Zum wichtigsten innenpolitischen Thema. Der Tarifabschluss in der nordrhein-westfälischen Metallindustrie ist jetzt unter Dach und Fach. 3,2% mehr Lohn und Gehalt, rückwirkend vom 1. Februar an, Laufzeit 12 Monate. Ein Abschluss als Modell für die gesamte Metallindustrie. Die Verhandlungen waren schwierig und langwierig, vor allem nachdem der 4%-Abschluss bei VW die Arbeitgeber in die Enge zu treiben schien. Ihr Argument, ein großer Teil der Industrie könne das nicht verkraften in einer Zeit wachsender Arbeitslosigkeit. Für die Gewerkschaften stellt sich demgegenüber das Problem, wieder einmal den Arbeitern, den Arbeitnehmern erklären zu müssen, dass unterm Strich weniger herauszuholen war, als die Teuerung an Kaufkraft verschlingt. Heute Nachmittag an einem Werkstor bei Ford in Köln. Was halten Sie denn von dem Metallabschluss? Ja, ich finde das nicht ganz zufriedenstellend. Das gleicht die Teuerungsrate ja nicht aus. Ja,
Ich würde sagen, ein bisschen wenig, also für uns. Schon nächstes Jahr. Sollen sie abschließen, was sie wollen. Weil ich bin froh, wenn ich meine Arbeit habe, sonst ist mir das alles ja. Danke. Oh, man muss ja wieder was mehr geben. Ne? Die ganzen Erhöhungen da, die prozentual müssen ausgeglichen werden. Ja, ich wäre ziemlich mager, ja. Also, wenn man die ganzen Abzüge berechnet, da wird aber nicht viel übrig bleiben. Was bringt die Tariferhöhung dem einzelnen Metallarbeiter in Mark und Pfennig? Zum Beispiel hier bei Ford, einem am Fließband, einem Durchschnittsverdiener, den der Personalcomputer so beschreibt. 39 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder. Seit 14 Jahren in der Firma, arbeitet in Wechselschicht, ist versichert bei der Betriebskrankenkasse. Sein Monatslohn bisher 3.023 Mark brutto. Das waren netto 2.151 Mark auf die Hand. Jetzt also eine Lohnerhöhung von 3,2%. Was bleibt unterm Strich? Brutto bekommt der Durchschnittsverdiener bei Ford jetzt 3.117 Mark. Er muss aber höhere Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung und zur Krankenkasse zahlen. Auch die Steuer packt härter zu. Ihm bleiben jetzt 2.211 Mark netto, also 60 Mark mehr im Monat. Von der Tariferhöhung um 3,2% bleiben also netto 2,8% übrig. Wenn die Frau unseres Ford-Arbeiters für die 4-köpfige Familie einkaufen geht, kann sie trotzdem nicht üppiger zulangen. Im Gegenteil, sie muss im laufenden Jahr mit einer Preissteigerungsrate von 3,5% rechnen. Auch die Erhöhung der Mehrwertsteuer um 1% am 1. Juli wird etwa zur Hälfte auf die Lebenshaltungskosten durchschlagen. Und schließlich steigt am 1. September der Beitrag zur Rentenversicherung um 0,5%. Das trifft unseren Mann nicht empfindlich, aber doch mit 7,80 Mark im Monat. Im Blick aufs Portemonnaie der Metallarbeiter heißt das, von dieser Tariferhöhung bleibt nichts hängen. Zu erwarten ist vielmehr ein Kaufkraftverlust. Zu wenig, ja. Zu wenig? Zu wenig, ja. Höher könnte man nicht gehen. Meiner Meinung. Ich bin damit zufrieden. Meine Arbeitszeitverkürzung wäre wichtiger gewesen. Ich scheiße uns doch selbst an, wenn wir mehr verlangen. Ich meine, mir ist die Arbeit wichtiger, wie ob ich nun 3,2 oder 3,8 kriege. Also das ist mir die Arbeit lieber. Informationen von Ekkehard Gahns. Und hier der Nachrichtenüberblick im Heute-Journal. Kiel. Mit einem Marsch durch die Innenstadt haben mehr als 6.000 Beschäftigte der Howaldwerke Deutsche Werft AG gegen die geplante Massenentlassung protestiert. Durch das geplante Sanierungskonzept bei HDW sollen rund 3.600 Beschäftigte ihre Arbeitsplätze in Kiel und Hamburg verlieren. Zu der Demonstration hatte die IG Metall aufgerufen. Curaçao. Der Berliner Architekt Garski ist auf der Karibikinsel festgenommen worden. Ihm werden Steuerhinterziehung und Kreditbetrug vorgeworfen. Das Land Berlin hatte sich für das Garski-Unternehmen Bautechnik mit mehr als 100 Millionen Mark verbürgt. Nach dem Zusammenbruch der Firma musste 1981 der damalige regierende Bürgermeister Stobbe, SPD, zurücktreten. Berlin. 2 jungen Männern aus der DDR ist in der vergangenen Woche auf ungewöhnliche Weise die Flucht in den Westteil der Stadt gelungen. Von diesem Haus im Ostberliner Stadtteil Treptow aus schossen sie mit Pfeil und Bogen eine Angelschnur über die Mauer, an deren Ende ein Stahlseil befestigt war. Ein Fluchthelfer in Neukölln spannte das Seil. An Rollen glitten die beiden Männer dann etwa 30 Meter über die Sperranlagen hinweg in den Westen. London. Bei einem Überfall auf diese Geldtransportfirma haben bewaffnete Räuber umgerechnet 25 Millionen Mark erbeutet. Sie hatten gestern in den frühen Morgenstunden die Angestellten überwältigt. Durch das Ostergeschäft befand sich außergewöhnlich viel Geld in den Tresorräumen. Beim legendären Postraub vor 20 Jahren war die Beute viel geringer. Allerdings war sie damals durch den höheren Kurs des Pfundes 5 Millionen Mark mehr wert. Bangkok. Im Grenzgebiet zu Thailand haben die vietnamesischen Truppen in Kambodscha ihre vor einer Woche gestartete Offensive gegen Guerilleros der Roten Khmer und Anhänger des Exilpolitikers Prinz Sihanouk fortgesetzt. Nach Angaben aus Militärkreisen beschoss vietnamesische Artillerie Ziele in Thailand. Vereinzelt kam es zu Grenzkämpfen mit thailändischen Verbänden. Die Vietnamesen bereiten einen Angriff auf das Flüchtlingslager Nong Samet vor, in dem rund 100.000 Kambodschaner Zuflucht gesucht haben sollen.
Nong Samet gilt als wichtiger Stützpunkt der Roten Khmer. Über die Zahl der Opfer gibt es zurzeit noch keine genauen Angaben. Thailändische Beobachter sprachen von 250 Toten unter den Flüchtlingen. Washington. Die katholischen Bischöfe der USA haben den endgültigen Entwurf ihres Hirtenbriefes